90% der Leute, die Gitarre lernen, geben im ersten Jahr wieder auf. Und wenn du es komplett auf eigene Faust von zu Hause aus probierst, stehen deine Chancen sogar noch schlechter. Aber es gibt Hoffnung, also gib nicht auf. Ich habe in den letzten 10 Jahren tausende Schüler begleitet, von Anfang an. Und ich kann dir sagen, alle, die es geschafft haben, also die zu den 10% gehören, die durchgehalten haben, haben wenige wichtige Dinge gemeinsam. Und nein, es ist nicht ein besonderes Talent, das du brauchst, um Gitarre zu lernen. Es sind ganz normale Leute, erwachsene Anfänger, die es von hier bis hin zu flüssigem Spiel und tollen Songs gebracht haben. Und in diesem Video verrate ich dir, was diese 10% der Anfänger, die es geschafft haben, anders gemacht haben, warum sie dran geblieben sind und vor allem, was sie nicht gemacht haben. Und wir kommen gleich zum Erfolgsgeheimnis Nummer 1. Davor folge mir kurz rein, lass mir einen Like da. Das erste Erfolgsgeheimnis von diesen 10% ist, überwinde das Plateau. Was meine ich damit? Wenn du startest und die ersten Akkorde spielst, bist du ja richtig motiviert. Die Gitarre klingt erstmal in deinen Händen. Du bist super enthusiastisch, die Fingerkuppen brennen. Vielleicht kennst du das ja auch noch. Dann geht auch bald mal richtig was weiter, bis es hier, und du siehst es im Diagramm, zum ersten Lernplateau kommt. Es fühlt sich plötzlich so an, als ob nichts mehr weitergeht, aber das gehört 100% zum Gitarrelernen dazu. Das ist genauso Fortschritt, denn dein Gehirn braucht einfach Zeit, um diese Kunstgriffe zu lernen, um das Ganze ins Muskelgedächtnis abzuspeichern. Du hast zwar das Gefühl, es geht nichts weiter, aber das Gegenteil ist der Fall. Das Hirn speichert im Hintergrund diese Bewegungen ab, solange du weiter übst, und plötzlich funktionieren die Dinge, die vorher sehr schwer für dich waren. Dazu kommt noch, es ist nicht immer leicht, deinen eigenen Fortschritt zu sehen. Du musst ihn also irgendwie tracken, das ist ein weiterer Tipp. Zum Beispiel, indem du mit Metronom übst, langsam übst und jeden Tag um 5 ppm, also um 5 Beats per Minute Punkte, Metronompunkte hochschaltest. Das heißt, du siehst deinen Fortschritt, indem du aufschreibst und trackst, wo du jetzt bist und wie weit du mittlerweile schon gekommen bist. So überwindest du diese Lernplateaus. Wenn dir auch vorkommt, du stehst auf solchen Plateau, du steckst fest, dann gib nicht auf, mach einfach weiter. Das ist ganz normal beim Gitarrelernen. Wir kommen zum zweiten Tipp. Und wo ist meine Gitarre schon wieder? Erfolgsgeheimnis Nummer 2. Am Anfang reicht eine stinknormale Gitarre völlig aus. Mach es dir so leicht wie möglich. Was meine ich damit? Stell sie auf den Gitarrenständer, bevor du sie in den Koffer packst. Stell sie einfach auf den Gitarrenständer. Sie wird dich anlächeln und du kannst sie jederzeit in die Hand nehmen und damit spielen. Es ist auch keine besonders teure Gitarre nötig. Du wirst dich wundern, wie eine 100-Euro-Gitarre schon klingen kann. Ich hole mal kurz eine. Das ist eine günstige Einsteigergitarre, eine Konzertgitarre und klingt doch schon recht passabel. Also, schnapp dir eine einfache Konzertgitarre. Sie sollte bespielbar sein. Die Saiten sollten gut eingestellt sein. Die Saitenlage nicht zu hoch. Aber dann geht's schon los. Kauf dir vielleicht auch noch einen Gitarrenständer, auf dem du die Gitarre stellst und sie dich in deinem Zimmer oder wo du auch immer wohnst anlacht. Einen Notenständer und eine Fußbank wie diese hier würde ich auch noch sehr empfehlen. Das dritte Erfolgsgeheimnis und für mich das Wichtigste: Es ist am Anfang erstmal völlig egal, was du übst. Hauptsache du übst und bist motiviert. Such dir auf YouTube, auf Songster, Ultimativ Gitarre, alles kostenlose Tools, einen Lieblingssong raus, den du motiviert übst. Denn für mich als Lehrer gilt immer, zuerst kommt die Motivation und dann erst die Methode.
was für mich natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Denn die große Gefahr ist hier, dass du dich einfach maßlos überforderst und dann extrem lange zum Beispiel auf diesem Plateau hängen bleibst, einfach dort steckst und nicht weiterkommst, weil der Song viel, viel zu schwer ist. Du hast dir also noch nicht die richtige Technik und die richtige Fingerfertigkeit für diesen Lieblingssong angeeignet. Und viele geben hier dann auf, bevor sie mit einer echten Methode dann die Technik überhaupt sich draufgepackt haben. Und das finde ich extrem schade. Deshalb bin ich ein großer Freund von gleichzeitig einer Methode, die du Schritt für Schritt üben kannst, neben deinen Songs, neben deinen Lieblingssongs. Das heißt, es gibt diese zwei Dinge. Deine Motivation, deine Lieblingssongs, die vielleicht auch mal über deinem Niveau oder irgendwo außer deiner Komfortzone und in der Überforderungszone schon auch liegen können, und eine Methode, die Schritt für Schritt dich dorthin führt. Und das Ganze macht natürlich auch Sinn, oder? Ich in meiner Methode habe versucht, auch motivierende Stücke dort einzubauen, wie die Malagueña. Damit du motiviert bleibst, du freust dich auf die nächste Lektion. Das Wichtigste aber ist, du bist dir hundertprozentig sicher, dass du nichts versäumt hast. Denn du kennst es vielleicht, wenn du an deinem Lieblingssong arbeitest und irgendwas funktioniert nicht, weißt du ja nicht so richtig, warum es nicht funktioniert. Und sehr, sehr wahrscheinlich, bei mir war es genauso, hast du eine Technik noch nicht verinnerlicht oder du hast dir eine Haltung falsch angeeignet. Bei mir war es damals vom E-Gitarre spielen. Der Daumen war immer da oben und dann konnte ich natürlich keine Paré-Griffe und so weiter spielen. Also eins von diesen zwei Sachen, und da macht eine Methode Sinn, wenn sie dich auch auf die Fehler aufmerksam macht. Ich möchte dir hier in eigener Werbung auch meinen Kurs vorschlagen, wo du auch diese Fehler siehst, von Schülern frisch begangen, damit du sie zu Hause nicht begehen musst und dir Jahre an Übezeit sparst, weil wenn du dir einen Fehler mal falsch eintrainiert hast, dann ist es wirklich sehr, sehr schwer, diesen wieder loszuwerden. Ich hoffe, du konntest auch aus diesem Video viel mitnehmen. Erstens, überwinde dieses Plateau, und das ist vielleicht das Wichtigste, die Quintessenz aus dem Video, die Quint. Du hast irgendwann in deinem Lernprozess dieses Plateau erreicht, wo du das Gefühl hast, es geht nichts mehr weiter, aber das gehört dazu. Einfach dranbleiben und es wird sich auszahlen mit der nächsten steilen Lernkurve. Soweit, so gut. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Gitarre von meinem digitalen Gitarrenstudio hier aus Wien. Liebe Grüße, dein Norman.